dass heute so viele schon bei uns im Webinar sind. Wir präsentieren heute die Spring Summer 21 Präkollektion von Christian Wijnants. Und wir freuen uns, dass Christian schon aus Antwerpen direkt zugeschaltet ist. Ja. Kurz noch. Christian, we will be shortly with you. I just want to introduce a little bit our webinar etiquette. Ganz kurz auf Deutsch noch, also wir zeichnen dieses Webinar auf. Ihr werdet alle nicht gesehen und ihr werdet alle nicht gehört, solange ihr das nicht möchtet. Wir werden so eine kurze Intro mit Christian machen zur Kollektion und zur Inspiration, und ihr könnt gerne die Hand heben oder ihr könnt gerne in den Chat schreiben, wenn ihr Fragen direkt an Christian habt, und danach wird Anna übernehmen und an den Models die Kollektion zeigen. Auch da könnt ihr danach Fragen stellen, die gerne eben mit Hand heben oder in dem Chat uns weitergeben. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit Christian. Christian, hi, nice to see you. Hi, hello, good afternoon, everyone. Nice to see you too. So where are you? Pardon? Where are you exactly? We are in Berlin, in rainy Berlin. Perfect. But it's raining. And this is your showroom office? And this is our showroom for the next 2 weeks. So, yeah. Okay. Yeah. We are very happy to be here. I think it's very nice. So everybody who has the opportunity, please come to see us here in Berlin. Yes. Christian, we wanted to talk about you and your collection. So first of all, what was the inspiration for the Spring Summer 21 collection? Okay. So it was a very special season. It started usually I always start from the previous collection. I look what I like, and I always like to have a link between every season. So I looked at the winter season, and I really wanted to have a continuation. And then suddenly there was a lockdown. So middle of March, end of March, I worked a lot from home, and almost quite directly, I understood that I will stay home for a couple of weeks, and that most probably the resort collection will be a collection that I made out of my home, out of my living room. So the idea was, yeah. So the idea was a little bit escapism. The idea of trying to explore the world just by reading books, just looking at movies, and the idea of escaping, dreaming away. So there were a lot of little things in my apartment, in my surrounding, that inspired me. Things that I collected through traveling, plants or flowers that I had in my living room. So I started to draw everything that I could see. And I wanted to use one very simple technique. So I did all the drawings with just a Stabilo, just a fluorescent marker. Okay. Just by, tracing lines, just in a very simple way. So everything that I could see around me, I bought some flowers online, so they got delivered. I did some little geometrical motifs, but everything was made with this very simple technique using just the Stabilo. So normally I work with a bigger team to do the prints, and this time I did everything by myself, so it was quite fun. And like I said, I like the idea always of traveling, of exploring new cultures, and of exploring new things through discovering different places in the world. But obviously this time the traveling was just through my imagination, through the books and the things that I've collected from before. So the collection was also a little bit about trying to find what is really essential in your wardrobe. I didn't want to have a big collection, so this time we really tried to focus more, to do less pieces, less fabrics, less colors, and really to do the exercise of what do you really need in your wardrobe for next season, what is really essential. And I thought it was a very interesting exercise also to try to see if you just do one jacket, which jacket would it be? If you do one outerwear, which one is the one that you really need? And I thought it was very important in those times to really try to focus more,
try to think more through before you just put on the market thousands of new things. I really wanted to have this concept of less is more, really to also think about that season. There's that particular season for resort. We deliver quite early, so it's still the transition between the winter and the summer, which I like a lot. It's a moment that you're fed up a little bit of the winter, you're fed up of the cold, you're fed up of the darkness, and you want springtime to start. You feel like summer should arrive very soon. So it has a very positive vibe, and I also wanted to bring that in the collection. Very nice. And you know, already your collection and your brand is very, very positive. But would you like to tell a little bit about your brand as well? Just Yes. like short for the ones who don't know your brand right now. Okay. There are a lot of our existing customers on the webinar already, but there are also some potential. So it would be great if you Sure. briefly your brand. So I started my brand 17 years ago already. So yeah, it was quite long ago. That's so young. Yeah, well, so I started a brand after I graduated here in Antwerp at the Royal Academy, and I worked after my school. I worked for Dries van Noten for a little while, and I always had that in me, that I really liked the idea of traveling, the idea of colors, prints, working with knitwear, and all those ingredients are still present in my collection. So for me, it's also important to have a brand which is about comfortable clothing, so things that you feel, where you feel free in, but also like quite easy to access. So quite I wouldn't say necessarily commercial, but I still really like the idea that it's really easy and wearable, things that are not too complicated, things that you can wear in different circumstances. And also that are timeless. The biggest compliment that I received from a client could be that that you wear something that maybe you bought 10 years ago and you still like to wear, and you still enjoy wearing it. So that's what really I love to make pieces that are maybe still present in somebody's life for the next 5 years, 10 years, 15 years. And that's how I see fashion, as something that you buy and you really cherish. And you don't just wear it once and you throw it away. So that's how I also like to wear my clothes. Is I feel really passionate about something. I really love something, and I buy it, and I will cherish it and love it most probably for many years. So that's also one of the aspects of the brand. And I see also the brand as something feminine, quite poetic as well. I like to work with colors. A little bit romantic ideas sometimes, nothing too hard, nothing too sharp. So there's a lot of fluidity, and like I said, quite easy going. So it's not red carpet clothing. It's more like daily life, but your daily life can also be very glamorous. So of course, you have all the different aspects in your life that you can wear the collection in. Yeah. Thank you. And you already explained how you develop this collection, but how do you usually get inspiration? How do you usually develop your collections? Would you take us a little bit into your normal way of creating such beautiful clothing? So it is a difficult question, because inspiration can be anything. Inspiration can be something I've just seen 5 minutes ago, but it can be something that I once saw in my life, maybe 20 years ago, 30 years ago, and that triggered me, that I saw it once, and maybe subconsciously I just absorbed the idea, and it suddenly comes out. So but every season I work with a mood board. So I try to visualize everything. I put all my images on the mood. And every season is very different. Sometimes it's about art, sometimes it's about architecture, sometimes it's a feeling, something more abstract, and then it's a little bit more difficult to express. And sometimes it's very clear. It's about one specific story. But in general, like I said, inspiration is a lot of times traveling, for example, the idea of exploring.
the idea of getting away of your daily life, of your boring gray city maybe, and trying to go away. I like this idea of escapism, of going away and dreaming. I think fashion for me, always I was fascinated by fashion because it made me dream. It made me think about something else, another world, another woman, something that doesn't exist yet. And I love this idea of trying to develop new things that maybe are not present there. So my inspiration are very diverse, and then yeah, it's a mix of elements, and then it's really fascinating to see that a mood board that maybe has been done 3 months ago suddenly comes to life with fabrics, with emotions, with colors, with shapes, and suddenly totally becomes something on its own. So you digest all those ideas and you make finally a collection of your own, and it's a very nice process. It's really interesting to see. Yeah. That's really nice to hear that you still love this working process so much after that many seasons we did for us. And Christian, one more question. What was your biggest learning during the last month? Yeah, there has been a lot of thinking. I must say it's true that we had to rethink a little bit the system, the fashion system, the seasons, trying to think a little bit what is working for us, what doesn't work for us, how to present in new ways the collections, for example, what we are doing now. But definitely the idea of less is more, of trying to focus more, has been one big lesson. Is it's not necessary always to have like so many offerings. I think sometimes it's better to rethink and to make the right choices, and to really think wisely before you consume. I think that's very important nowadays. Is to think and think twice before you buy something. And also same for me, before I launch on the market something, I prefer to really make it to really bring a good product. So to think and rethink. So making wiser decisions, I think it's important. Of course, it takes sometimes more time, but it was a good season now also to take more time to work more in depth. The collection, we were having a little bit more serenity while we were working, a little bit less stress factors around us. So that was also a nice thing to be working with a strong focus. There was less distraction while I was working in my apartment, for example. I really had the chance to really be more with myself, to think alone, and to work more in depth in what I was doing. So that was great. But I think if I have to take one lesson is, yeah, maybe this less is more, and to spend more wisely your time, of course, but also your money. Yeah. Yeah, and going back to your collection, Christian, what is your favorite piece? That's a difficult one. But because I love knitwear, and I love floral prints and prints in general. I would say a jacquard knitwear. Yeah. It's the style Kia. Kia is a jumper, like an oversized jumper with big flowers, and we did it in 4 or 5 colors. So I think it's a good piece, also because it's a nice piece that you can wear like in the springtime. It's not too thin, it's not too warm, so it has a good mix. Great, thank you. Thank you so far, Kristen. I would just like to ask if there are any questions from our participants. Gibt es irgendwelche Fragen, die ihr jetzt direkt an Christian stellen wollt? Also, so oft bekommt ihr die Möglichkeit vielleicht nicht mehr. Nein? Okay, ihr könnt es auch noch später in den Chat schreiben, vielleicht beantwortet Christian dann noch später. Aber dann würde ich sagen, ich hole mal unsere Anna dazu. So Anna, gleich durch die Kollektion führen. Wir werden jetzt gleich unsere Models auf den Laufsteg holen, und dann wünsche ich euch
ganz viel Freude bei der Produktpräsentation. And Christian, many, many, many thanks for supporting us here today. Oh, thank you for the great initiative. Yeah, thank you. So much. Bye. Okay. Bye-bye. So, Lara zeigt euch die neue Puffer Jacket in der Pre-Kollektion. Und zwar, was da was ganz Besonderes ist, in der Farbe Dark and Olive, ist es aus 100% recyceltem Polyamid gefertigt. Und ja, ihr habt vorne ganz klassischen Verschluss mit Druckknöpfen und habt hier unten noch die Strings, also wegen Weite und Enge könnt ihr das justieren. Vorne habt ihr 2 Taschen, darauf kannst du mal kurz demonstrieren. Genau. Und ja, von hinten sieht es wie folgt aus. Und zwar habt ihr ja trotzdem schön geraden Fall von der Jacke, trotz des Armvolumens, und das kreiert auf jeden Fall eine sehr coole Silhouette. Und magst du das mal umdrehen? Und geht ja gut. Danke dir. Genau, und darunter hat Lara unsere klassische Hemdbluse mit der Brusttasche links vorne drauf und dem Shirt-Collar. Und genau. Die Knopfleiste geht ganz durch, wenn man die Bluse auch offen tragen möchte. Und dazu trägt Lara unsere klassische Perun-Pant, die gefittete Karottenhose, die immer in der Kollektion mit drin ist, genau mit Gummizug. Ihr habt den aufgesetzten Verschluss vorne mit der Steppnaht und ja, ist vom Schnitt her, wie gesagt, sehr gefittet, sehr eng anliegend am Bein, schließt so kurz über dem Knöchel ab und von hinten sieht der Look wie folgt aus. Genau, ihr habt noch die 2 Abnäher, die hinten für die perfekte Passform. Danke, Lara. So, Nina führt euch einen unserer Trenchcoats vor, die wir diese Saison zeigen werden. Und zwar vorab, der Trench ist wasserabhaltend, was genau ein super Feature ist. Und ja, ihr habt vorne eine Knopfleiste, die auch genau bis zur Oberschenkelmitte durchgeht, dass ihr auch noch eine Bewegungsfreiheit habt. Genau, Dankeschön. Und ja, ihr habt auch zwei Taschen an der Seite. Genau, ihr könnt Ärmel, das ist vielleicht auch nochmal ganz schön, wenn wir das dann mal zeigen, könnt ihr auch umschlagen, wenn man es mag, vom Look her. Und natürlich, was beim Trench nicht fehlen darf, haben wir den Gürtel für den detaillierteren Look. Genau, und darunter, kann ich noch einmal umdrehen. Genau, so von hinten, ihr habt den Schlitz für Bewegungsfreiheit beim Gehen und auch an der Seite 2 Schlitze. Vielleicht können wir die nochmal, wenn wir ein Stück nach hinten gehen, nochmal zeigen. Genau, was auch hier super schön zeigt, von den Nähen her und dann jetzt über den Mantel auszieht. Genau, und darunter trägt Nina unseren klassischen Rundstrick aus Japan gefertigt, im guten Rundhals. Genau, gibt es auch noch in 6 verschiedenen Farben diese Saison. Das ist jetzt die Baumwoll-Variante. Und dazu hat Nina unsere neue Jeans-Passform an. Genau, ist so ein schöner Mom-Fit und macht total langes Bein. Ihr habt 2 Taschen vorne, wenn du dich nochmal kurz umdrehen magst, Nina. Habt 2 Taschen hinten aufgesetzt. Genau. Danke, Nina.
So, Lara zeigt euch jetzt eins von Christians Favorite Pieces, was er gerade schon angesprochen hat, nämlich den tollen Jacquard-Pullover mit den 3 verschiedenen Farbwegen. Und was auch ganz schön ist, er ist ziemlich oversized. Sprich, geht auch über den Po und man könnte es auch als Kleid tragen, wenn man mag. Und man kann es einfach von hinten zeigen. Genau, so von hinten, da ist es dann die Bühne gehalten, dass es nicht zu wild wird. Genau, das Turtleneck und ihr könnt natürlich auch mit der Armlänge komplett variieren, je nach Belieben. Und Max noch einmal kurz den Pulli hoch machen, damit wir euch noch den neuen Hosenshape zeigen können. Genau, das ist ja sehr voluminöse Hose mit 2 Buntfalten vorne, die aber bewusst nur jeweils eine auf jeder Seite gelegt ist, damit das Volumen trotzdem schön gerade fällt und es trotzdem ein schönes Bein macht. Und ihr könnt die Hose mit dem Gürtel jeweils enger tragen oder lockerer, wenn man es auf der Hüfte mag oder halt auch sogar in der Taille. Ja, danke Lara. So, wir bleiben im Jacquard-Thema und Nina hat jetzt einen von den sehr floralen Pullovern an in der Kollektion, was Christian auch ein Motiv von seinen Kollektionen generell ist, diese floralen großen Elemente, die er dann eben auf einem Strick umsetzt, sowohl aber auch auf einem super schönen Seidenrock. Genau, bei dem Pulli, ihr habt den Halsausschnitt abgesetzt mit Bündchen. Die Ärmel sind wieder etwas länger gehalten. Für den Oversize-Look könnt ihr natürlich, wie gesagt, umklappen, je nachdem. Dann habt ihr auch an den Ärmeln einen Bündchenabschnitt wie am Sau. Einmal umdrehen. Genau, von hinten fällt er auch sehr gerade und schließt auch über den Po ab. Und darunter hatten wir so unseren klassischen Seidenrock an. Der ist ein Gummizug. Ich zeige es nochmal kurz. Genau, also ganz einfach beim Rein- und Rausschütten. Und ja, hat auch Faltenwurf wieder mit drin, der aber so gelegt ist, dass sich das Volumen auch super schön verteilt und dass es nicht aufträgt. Und den bekommt ihr auch in mindestens 7 verschiedenen Farbvarianten. Und genau, jetzt zeige ich euch mal, wie der Rock von hinten fällt. Da ist dann wiederum, also die Falten sind wirklich nur vorne, also hinten fällt er ganz gerade, dass er auch nicht aufträgt am Po. Und ja, ist knöchellang. Ja, danke schön, Nina. Lara zeigt euch jetzt den Anzug, den wir diese Saison mit drin haben. Und zwar klassischer Blazerfit. Ihr habt als Verschluss, bekommt ihr den schmalen Gürtel mitgeliefert. Der hat keinen Knopfverschluss. Genau, so würde er dann offen fallen und dann habt ihr vorne die Pasteltaschen. Ihr habt auch die klassischen Laserabnäher vorne und von innen ist er dann auch mit einem schwarzen Futter nochmal verarbeitet als farbliche Absetzung. Und genau, klassisches Revers, da kann man einfach umdrehen. Genau. Und habt ihr halt auch einen Schlips für optimale Bewegungsfreiheit. Und das kann ich gerne nochmal umdrehen und mir den selber einmal geben, damit wir euch noch die Füße zeigen können. Danke. So, Lara trägt die etwas verspieltere Bluse, die wir diese Saison zeigen. Ja, ein bisschen romantischer. Ihr habt die tollen Details am Ärmel mit der Schleife und genau einen Stiefkragen. Hier ist ein leichter Faltenwurf, der aber trotzdem super schön fällt. Und genau, die Bluse kann man natürlich offen tragen oder auch reinstecken, wie man mag. Und darunter hat Lara so eine klassische Perunhose an, in der gleichen Wollware, passend zu dem Blazer.
Dankeschön, Lara. I needed to lose you and find me. This blessing was killing me softly. I needed to. Nina zeigt euch jetzt das erste Kleid. Und zwar, das hat ein total schönes Wickel-Detail, was ich euch jetzt mal zeigen werde, wie man es dann auch variieren kann im Styling. Und genau, ihr habt hier auch eine Knopfleiste, die so bis fast nach unten durchgeht. Also ihr könnt also wirklich mit dem Schritt und so weiter spielen, je nach da. Und dann habt ihr die zwei Bänder, die ihr, wie gesagt, vorne stylen könnt. Für den Look, den wir gerade schon gesehen haben. Und was Christian halt auch immer liebt, mit den tollen Details bei seinen Sachen. Man kann das halt dann auch wirklich vielseitig kombinieren, beziehungsweise nutzen. Und dann zaubert man aus dem gleichen Kleid auf einmal einen ganz neuen Look. Und ja, genau. Dazu ist noch zu sagen bei den Ärmeln, wo ihr auch immer darauf achtet, ihr habt hier die Knopfverarbeitung, wie eine Manschette. Und da könnt ihr dann auch, also ihr könnt es offen tragen, wie man mag, oder weil manchmal stört einen das mit langen Ärmeln. Und dann kann man es halt auch easy hochkrempeln, genau, wie man es mag. Was auch sehr auszeichnend für Christian Wijnants ist noch der asymmetrische Saumverlauf. Und ja, danke Nina. Lara zeigt euch den Overall. Und genau, was zu dem Material zu sagen ist, so ein richtig schönes Crispy Cotton Material, der Ware auch wirklich so einen besonderen Griff, eine besondere Haptik gibt. Und ja, ihr habt klassische Revers-Verarbeitung kombiniert mit diesem Workwear-Look, den aufgesetzten Taschen. Genau, ihr könnt den Jumpsuit mit dem Gürtel wieder taillieren und habt aber darunter auch einen versteckten Reißverschluss und einen Knopf zum Reinschlüpfen. Und genau, da haben wir es noch einmal drin. Und wir haben halt noch ein Workwear-Detail, die aufgesetzte Tasche mit dem Knopf hinten. Und ja, danke schön, Lara. So, Nina zeigt nochmal den Jacquard-Pulli, aber jetzt im anderen Farbweg. Hier ist das Mint-Thema und dazu trägt Nina unseren Plissé-Rock, den wir diese Saison haben. Ich mache mal kurz den hoch. Und zwar ist der auch mit Gummizug. Und ja, der fällt total schön bis zur Mitte des Unterschenkels. Und genau, vielleicht kannst du es nochmal kurz sehen, dass man auch wirklich, ja, die Plissé-Falten fallen einfach traumhaft. Und genau, den Rock haben wir auch noch, könnt ihr noch in Schwarz ordern, in Dark Olive. Und ja, dazu ist noch zu sagen, was genau Christian das schon erklärt hat, vorhin, wie er auf die Prints gekommen ist, dass er wirklich ja die Pflanzen aus seiner Wohnung dafür genutzt hat. Und man sieht auch wirklich an dieser Jacquard-Verarbeitung die ganz filigranen Linien, die es mit dem Stabilo-Marker auf Papier vorab gezeichnet hat, bevor das überhaupt jemand in die Hand nehmen konnte, um daraus eine wunderschöne Kleidungsstücke zu nehmen. Und genau, vielleicht kann ich noch mal umdrehen, dass wir das nochmal hervorheben können. Ja, das ist wirklich, das ist detailliert gezeichnet bis quasi zum Blüteninneren. Ja, was einfach auch besonders viel Freude macht. Und den Pullover haben wir auch noch, ihr könnt den
diese Fuchsia Farbfigur, oder wie Mina den schon vorhin gezeigt hat, und aber auch in Schwarz-Weiß, wenn man es ein bisschen schlichter mag. Ja, danke schön, Mina. So, Lara zeigt euch jetzt einen neuen Strickstyle, den wir diese Saison mit drin haben, auch eine neue Ware, das ist eine Woll-Alpaka-Ware. Genau, und was total schön bei dem Pullover ist, das ist die Strickverarbeitung, die Führung. Und zwar habt ihr hier nämlich, ich mache den mal kurz aus der Hose raus, ihr habt verschiedene Linienführung über den Pullover verteilt, was dem Ganzen auch so einen leichten Patchwork-Charakter gibt, auch wenn es ein Uni. Genau, ihr habt den schönen V-Ausschnitt und da magst du nicht einmal umdrehen. Dann hinten doch dann nochmal den klassischen Verlauf, damit es auch einfach von der Silhouette ein schönes Bild abgibt. Und darunter, magst du den nochmal umdrehen? Darunter trägt Lara unseren klassischen Viskose-Ripp-Strick, den habt ihr auch in 6 verschiedenen Farben zur Auswahl, alles Unifarben, das kann man sich perfekt mit einem Kollektionsteil durchkombinieren und ist auch einfach schön zum Runtertragen unter einem Kleid oder einem Strick. Und dazu hat nämlich Lara jetzt und nochmal unsere neue Hose Fiska an. Und zwar, ja, es ist ein ganz schöner Kontrast zu vorhin, haben wir es in einer etwas steiferen Baumwollware gesehen und jetzt ist es halt in einer fließenden Seide wieder im Print, wofür Christian Wijnants ja auch einfach steht. Und ja, auch hier sieht man einfach wirklich genau die Markerführung, die er bei der Entwicklung der Prints gemacht hat. Und das ist einfach total faszinierend. Und ja, Dankeschön, Lara. So, Mina zeigt euch den letzten Look für heute und das ist eines unserer Bestsellerkleider. Das ist wirklich, ja, das fällt einfach richtig schön. Ihr habt hier die tollen Falten, fast Plissé-Details, weil es so eng gerafft ist und dann, das sorgt halt auch dafür, dass einfach nochmal das Volumen vom Rock so ein Stück hochgezogen wird und es einfach auch einen ganz besonderen Fall dann hat. Ihr habt hier so den etwas mehr, ich kann mal einstellen, genau, mehr rüschigen Blanc am Saum, aber dann auf der Rückseite ist es halt komplett gerade geschnitten, damit es auch nicht zu romantisch zu verspielt wird. Ja, genau. Dankeschön, Nina. Dankeschön, Anna. Das waren unsere Favorite Looks aus der Spring Summer 21 Kollektion. Wir haben natürlich noch viel mehr schöne Kollektionsteile hier bei uns im Showroom. Also wir würden uns freuen, wenn ihr in Berlin vorbeikommt in unserem schönen Showroom. Da sind wir bis zum 30. Juni. Ab 2. August sind wir dann in München. Wir wissen noch nicht, ob wir Christian Wijnants mit dabei haben für die Kollektion, aber wir haben viele andere schöne Kollektionen auch dabei. Ansonsten könnt ihr gerne online ordern. Schreibt Anna einfach eine E-Mail. Die meisten haben ja die E-Mail-Adresse von Anna. Ansonsten über die info@chance.com. Ihr könnt uns auf Instagram erreichen, ihr könnt auf unserer Seite vorbeigucken. Und ich wollte euch jetzt eigentlich auch noch die Möglichkeit geben, zu speziellen Fragen an Anna. Christian ist vielleicht auch noch da. Wenn euch noch was eingefallen ist, könnt ihr uns gerne in den Chat schreiben oder direkt die Hand heben. Ansonsten würden wir uns verabschieden, freuen uns aber, wenn ihr euch bei uns meldet und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns Feedback geben könnt. Das ist unsere zweite Veranstaltung heute, die wir so digital präsentieren. Wir bemühen uns sehr, wir hoffen, es gefällt euch. Wir sind aber total offen für Kritik, aber auch für gute Lösungsvorschläge oder Verbesserungsvorschläge. Und wir freuen uns auf jeden Fall, bald wieder im Show oder in euch laden.
Schönen Tag noch. Bis bald. Ciao. Ciao.